Hazelnut Adventures geht wieder auf Reisen. Doch diesmal fliege ich allein in die Türkei. Wir hatten noch einen Gutschein von Turkish Airlines, die Wohnung steht auch alleine rum, also wollte ich die Zeit nutzen, ein wenig Türkisch zu lernen und ein bisschen dort zu leben. So, in Istanbul angekommen. Jetzt muss ich durch den ganzen Flughafen laufen, bis ich dann mal beim Ziel bin. Das ist ein Flughafen ohne Ende hier. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang und gucken wir mal, ob wir irgendwann da ankommen, wo ich ankommen soll. Spannung. Das Wetter in Istanbul ist aber ganz gut, so wie das aussieht. Da hinten ist ein bisschen das Meer zu erkennen. Aber gut, jetzt muss ich mal weiter. Sonst wird es eng mit der Zeit. Ich habe nur 2 Stunden Aufenthalt. So, kleiner Fehler ist passiert. Irgendwas muss ja schief gehen. Also, ich sollte für jemand ein bisschen Whisky mitbringen. Habe ich in Frankfurt gekauft, weil es günstiger war. Aber wir haben nicht daran gedacht, dass man keine 1 Liter mitnehmen darf. Folglich hier in Istanbul 1 Liter Whisky konfisziert. Und weg ist sie. Das ist ärgerlich, aber ja, Blödheit muss halt bezahlt werden. Und haben wir jetzt gemacht. Jetzt weiß ich das auch. Und beim nächsten Mal machen wir das dann richtig. Ja, ich bin jetzt hier in Istanbul, warte auf den Anschlussflug nach Ordu Giresun. Dann geht es weiter. Vielleicht noch mal ganz kurz was zum Flug. Ich habe so ein bisschen aufgenommen, wie man hat jetzt so einen Blick nach vorne raus und nach unten raus. Und der Blick nach vorne raus hat dann gezeigt, wie der so gelandet ist. Und wenn ich mir das so angeguckt habe, war ich gar nicht mal so schlecht, als ich selber geflogen bin. Gut, vielleicht auf den letzten Metern war das vielleicht nicht mehr ganz so toll. Aber wir sind ganz gut gelandet, saubere Landung, anders als bei mir. Und jetzt warte ich halt auf den Anschlussflug. Es ist ein bisschen kalt und laut. Ja, schönen guten Morgen. Es ist Tag 2 meiner kleinen Reise in die Türkei. Und ja, habe gut geschlafen. Das Wetter ist hervorragend. Ich kann euch das ja auch mal zeigen. So sieht's aus. Allerdings ist es doch schon noch ein bisschen frisch. Also das wird sich wahrscheinlich die Tage dann auch noch mal bessern, hoffe ich doch. Und ja, was liegt jetzt heute an? Ich muss diverse Sachen besorgen. Ich gehe jetzt erstmal irgendwo frühstücken. Gucken wir mal. Und ja, dann werde ich mich heute Mittag zum Essen treffen mit Verwandtschaft und dann werde ich wahrscheinlich danach nochmal nach Ordu fahren, vielleicht ein bisschen shoppen, keine Ahnung. Schauen wir mal. Auf jeden Fall kommt die Kamera und damit ihr mit. So, ich habe mich kurzfristig umentschieden. Ich bin doch nicht frühstücken gegangen, sondern ich habe mich jetzt eingerichtet hier und habe mir das Frühstück selber gemacht. Da war ich ein bisschen einkaufen. Und was gibt's?
nur leckere Sachen. Ja, und das bei dem Ausblick, wobei der Ausblick jetzt immer mehr verschwindet. Da wird nämlich auch wieder gebaut. Aber so ein bisschen können wir da noch durchgucken und das Meer sehen. Naja, schauen wir mal. Jetzt lasse ich es mir erstmal schmecken. Und nach dem Frühstück ging es dann ab nach Ordu. So, ich bin jetzt in Ordu am Strand, am Teleferik, aber ich glaube, der hat zu. Wollte ich sowieso nicht hoch. Ich gehe jetzt mal ein bisschen in die Stadt gucken und ich suche Chilek zum Marmelade machen. Ja, gucken wir mal. Ich habe mir, glaube ich, eine sehr gute Zeit ausgesucht. Das Wetter ist sonnig. Es ist zwar frisch, ich muss eine Jacke anziehen, aber ich glaube, das wird langsam. Seilbahn fährt doch. Habe ich falsch geguckt. So, nachdem ich jetzt eine ganze Reihe Sachen eingekauft habe, vornehmlich natürlich Getränke, aber ich war auch hier im Baharat-Laden, also Gewürzladen. So, jetzt ist mir wieder eingefallen. Habe diverse Gewürze gekauft und so weiter. War ich bei Wattan gewesen, habe was gekauft. Ja, und jetzt mache ich das Projekt, was wir eigentlich jedes Jahr vorhaben, aber immer keine Möglichkeit haben. Chilek. Wir machen Rechel, Marmelade. Dafür habe ich alles eingekauft. War zwar schwierig teilweise mit den Gläsern, aber jetzt habe ich alles eingekauft und jetzt bin ich dabei, das Ganze hier fertig zu machen. Und dann machen wir leckere Erdbeermarmelade und die haben wir dann natürlich im Sommer, wenn wir hier sind. Dafür ist es letztendlich auch gedacht. Also, ihr werdet sehen, wie das nachher aussieht. Ein weiterer schöner Tag beginnt. Tag Nummer 3. Ja, und heute geht es mal wieder nach Yaila. Ein Yaila-Besuch muss irgendwie immer sein, aber diesmal so ein bisschen anders doch schon. Ich fahre mit Erhan, das ist der Sohn von der Cousin von Sharife, und wir bringen hier unten mit dem Ranger, müssen wir mal ein bisschen Ranger fahren üben, wir bringen mit dem Auto Holz ins Berghaus. Man muss ja alles hinschleppen, es gibt da ja kein Holz, also bereiten wir die Saison vor, sodass wir dann im Sommer auch Holz haben. Ja, und das liegt heute an. Wir werden jetzt bald losfahren und heute Abend wahrscheinlich spät zurückkommen. Schauen wir mal, wie das Wetter da oben so wird. Es wird kalt natürlich, es gibt wohl auch noch Schnee. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, ich habe es auch gar nicht erzählt bzw. noch gezeigt. Hier sind meine Erdbeermarmeladen. Eine habe ich allerdings schon abgegeben. Das ist aus 4 Kilo Erdbeeren. Ne, 5 Kilo Erdbeeren haben wir dann hier Erdbeermarmelade gemacht. So ist der Sommer gerettet. Wenn wir immer da sind, gab es keine Erdbeermarmelade. Jetzt haben wir hier. Nach einer kräftigen Suppe zum Frühstück ging es dann mal wieder nach Yaila. Erhan, der Sohn von Sherifes Cousin, und ich haben Holz für den Ofen ins Berghaus bringen wollen. Wir haben diesmal einen Weg genommen, den ich noch nicht gefahren bin. Es war ein sehr schöner Weg.
başı bizim oba. Tja, Besuch im Berghaus könnte schwierig werden. Hier ist Feierabend. Hier kommen wir nicht mehr weiter. Da drüben geht's weiter, da müsste man drüber. Tja, weiter ging's dann schon, allerdings ein wenig querfeldein. Tja, wir sind angekommen. Ihr habt ja gesehen, wir sind so ein bisschen durch die Gegend gerauscht, querfeldein, weil der Weg halt versperrt war. Ja, und so sieht es hier dann mal so im Frühling aus. Es ist jetzt ja Anfang Mai oder fast Mitte Mai, nee, Anfang Mai. Und ja, wir haben noch ein bisschen Schnee hier. Wir sind jetzt hier auf 2.500 Meter Höhe und ja, haben es jetzt geschafft. Es wird interessant noch der Rückweg. Auch da müssen wir wahrscheinlich wieder querfeldein fahren. Unserem See können wir nicht. Der Weg ist dicht. Und da wir die Ersten waren, die in Yaila waren, haben wir die Häuser begutachtet, Fotos gemacht und an die Besitzer geschickt, damit die wissen, was sie demnächst noch reparieren müssen. Denn der Winter ist hart hier und greift die Häuser durchaus ganz gut an. Alles Schmelzwasser aus den Bergen hier. Im Sommer habe ich das nicht gesehen. Die Natur erwacht langsam. Wenn ihr euch fragt, wieso ich so schwer atme, wir sind immerhin auf 2.500 Meter Höhe und die Luft ist hier dünn. Und außerdem laufen wir hier durch Schneefelden so. Da sieht man noch unsere Spuren. Evet. Ya batarsa? Yeni araba. Bir ihtimal geçebilir. Ja, hier ist unser Weg eigentlich. Der war schon viel früher, war er gesperrt hier auch, aber hier käme man durchaus mit dem Auto drüber, denke ich. Das ist sehr fester Schnee. So, wir haben das ganze Holz jetzt geschnitten, gesägt und jetzt ins Haus gebracht. Zeige ich gleich auch noch mal, wo es jetzt ist. Jetzt sind wir, denke ich mal, erstmal fertig. Ja. Tja, wir waren ganz alleine, aber so nach und nach füllt sich's. Erst sind jetzt zwei
Verwandtschaft gekommen und jetzt kommen die ersten Schafe. Die laufen dann von unten ein paar Tage lang hoch, bis sie dann hier angekommen sind. Ja, und nach kommen sie jetzt alle. Und dann ist das Bergdorf gefüllt. Auf dem Rückweg begegneten wir dann Mehmet, einem Cousin von Şerife, der mit seiner Schafherde auf dem Weg nach Yayla war. Nach einem kleinen Plauderstündchen ging es für uns weiter. Ach ja, und da war natürlich mein Türkisch gefragt, denn Deutsch sprach da keiner. Kerem Usta hoş geldin. Eyvallah hocam. Dayı bu muydu adama gelen? Gelmez. Gelmez. Olmasa da korkmayın. Hocam ne yaptın şimdi? Hiç aramıyorsun sormuyorsun ya. Ayıp değil mi hocam? Ne? Hiç aramıyorsun sormuyorsun yani. Hoş geldin. Eyvallah. Merhaba. Ja, İyisin. Oy. Oy yorulduk. Bozacak Nasıl? Hoş geldin. Nasılsın? 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 İyisin? Niye gidiyorsun bugün? Bir gece kal burada. Biliyorum. Bir gece kal burada. Rahat şöyle. Şerife izin vermedim yoksa. Salı günü. Memlekette. Ben Fatih'i de seninle gönderecektim. Gitti. Fatih Özlem'in yanında. Cünfer abi de oradaymış, Fatih de orada. Ben de dayımı görmeden çıkmak zorunda kaldım yola. Öyle planladık. Göremedim gidince. Bugün ayın 9'u mu? 11'inde döneceğim, 11'inde. Sabah döneceğim. Sen salı günü mü gidiyorsun? Salı günü. Bugün ne yapıyorsun? Auf dem Rückweg haben wir uns dann in Çambaşı nochmal gestärkt. Leckere Köfte und Steaks gab's. Ja, morgen geht's wieder zurück nach Deutschland. Ich habe jetzt die letzten Tage eigentlich wenig bis gar nichts aufgenommen, weil ich bin nur in die Stadt gefahren, habe hier geshoppt, habe da geshoppt, habe hier versucht Englisch sage ich schon, Türkisch zu sprechen und das war eigentlich alles. Da wollte ich euch nicht langweilen, das habe ich gemacht und ja, morgen gibt es wieder ein bisschen mehr, da bin ich dann wieder auf Tour.
Schauen wir mal, wann ich dann in Deutschland wieder ankomme. Normalerweise 21 Uhr. Mal gucken, ob das alles klappt. Morgen früh muss ich noch mal eben ins Dorf hoch, frühstücken, Auto wegbringen und dann werde ich dann zum Flughafen gefahren. Ja, soweit bisher. Wir sehen uns dann am nächsten Tag, wenn es denn zum Flughafen geht. Tja, und dann war es wieder vorbei mit meinem kleinen Ausflug in die Türkei. Ich habe viel erlebt, viel gegessen und vor allen Dingen viel gelernt. Mein Türkisch ist zumindest so gut, dass ich kleine Unterhaltungen führen kann und verhungern tue ich auch nicht. Eine Woche Türkisch in der Türkei hat mir mehr gebracht als die Sprachlern-Apps Duo oder Buzu. Nun dauert es noch 12 Wochen, dann geht's wieder hin, aber diesmal mit dem Auto.